verstehst du, wenn es um den Final Wash geht, nur Bahnhof. Und wenn es um deine Haareigenschaften geht, kommt dir das vor wie ein Buch mit 7 Siegeln, dann ist dieses Video hier heute genau für dich. Hi, ich bin die Melanie und ich nehme dich heute mit und zeige dir, wie ich den Final Wash mache und wie ich meine Haareigenschaften ermittle. Kommen wir dazu, was wir brauchen. Als allererstes ein Final Wash geeignetes Shampoo. Das heißt, wir brauchen ein Shampoo, das Sulfate hat, harsche Sulfate, zum Beispiel SLS. Aber es darf keine Wachse haben, keine Silikone und keine synthetischen Öle. Denn mit diesem Shampoo wollt ihr oder wollen wir uns ein letztes Mal alle stark anhaftenden Sachen von den Haaren entfernen. Also alles, was unsere Haare daran hindert, Pflege aufzunehmen. Ich weiß, dass man da gerade am Anfang ein bisschen unsicher ist und einfach nicht weiß, was ist jetzt da geeignet und was nicht. Deswegen werde ich euch jetzt hier ein paar Möglichkeiten einblenden. Vielleicht habt ihr zufällig gerade eins zu Hause. Des Weiteren braucht ihr für die Tests später auf jeden Fall hier Blatt und Papier, damit ihr es aufschreibt und nicht alles vergesst. Ich würde euch auch empfehlen, irgendwas zu haben, was ihr über die Schultern legen könnt. Das hier ist jetzt ein T-Shirt-Handtuch von Fräulein Frieda. Es geht ein normales T-Shirt. Es geht darum, dass ihr einen glatten Stoff habt, den ihr euch über die Schultern legen könnt. Des Weiteren ist nicht schlecht, eine Schüssel oder ein Glas zu haben für den furchtbaren Wasserglastest. Und falls ihr eine habt, eine Sprühflasche. Das war's auch schon. Los geht's mit dem eigentlichen Final Wash. Das bedeutet, ich mache mir die Haare ganz normal nass und wasche mir dann und wasche mir dann die Haare mit diesem Final Wash geeigneten Shampoo. Das ist jetzt auch tatsächlich das einzige Mal, wo ich meine Haare auch wirklich mit einschamponiere. Ansonsten gebe ich ja wirklich das Low-Poo immer nur auf die Kopfhaut und lasse es über die Haare drüber rinnen. Aber hier geht es auch darum, dass ich ja wirklich alle alten Rückstände von Silikonen und so weiter entfernen will. Da macht es meiner Meinung nach Sinn, wirklich das komplette Haar einzuschamponieren. Ich wasche jetzt alles wieder aus und schon ist der eigentliche erste Final Wash, tada, beendet. Also zumindest das Waschen. Herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal geschafft. Und schon können wir mit dem ersten Test starten, und zwar dem Trocknungstest. Der Test ist recht simpel, der Name verrät es eigentlich schon. Es geht darum, wie lange deine Haare brauchen, um zu trocknen. Das heißt, entweder stellst du einen Timer oder du schreibst es dir die Uhrzeit auf, aber guck, wie lange deine Haare brauchen, um zu trocknen. Wenn deine Haare bis zu 1,5 Stunden brauchen, sind deine Haare hochporös. Sind deine Haare wahrscheinlich, sollte ich dazu sagen, hochporös. Wenn deine Haare zwischen 1,5 und 2,5 Stunden brauchen, sind sie wahrscheinlich mediumporös. Und wenn sie 2,5 Stunden aufwärts brauchen, sind sie wahrscheinlich niedrigporös. Aber, deswegen sage ich wahrscheinlich, man kann leider die Trocknungszeit nicht ganz so isoliert betrachten, denn es kommen noch ganz viele andere Faktoren hinzu. Es ist, denke ich, ganz logisch, dass kurze Haare wesentlich schneller trocknen als hüftlange Haare zum Beispiel. Das muss man bei dieser Trocknungszeit auf jeden Fall immer mit berücksichtigen. Genauso ist es auch, dass die Haardicke und die Haardichte mit eine Rolle spielt und natürlich auch genauso, wie habe ich denn meine Haare vielleicht vorher schon kurz ein bisschen getrocknet. Habe ich wirklich klatschnass angefangen und es tropft alles noch, habe ich sie kurz ausgedrückt, habe ich vielleicht vorher kurz Mikro geploppt oder sowas in die Richtung. Das spielt alles eine Rolle bei dieser Trocknungszeit. Ja, die Trocknungszeit gibt euch Aufschluss über eure Haarporosität. Und warum die wichtig ist, sage ich euch jetzt gleich, denn eure Haarporosität sagt euch zum einen, ob ihr tendenziell einen höheren Proteinbedarf habt oder einen niedrigeren Proteinbedarf. Aber was noch viel wichtiger ist und viel aussagekräftiger, finde ich auch, ist, dass euch die Porosität sagt, welche Proteine ihr braucht. Es ist so, bei niedrigporösen Haaren braucht ihr wirklich die allerkleinsten Proteine, also Aminosäuren und vielleicht noch Seide. Bei mediumporösen Haaren
braucht ihr die kleinsten Proteine und ihr könnt aber auch etwas größere Proteine wie zum Beispiel Weizen oder ähnliches verwenden. Also alles, was so ein bisschen größer ist von den Proteinen her. Und hochporöse Haare profitieren tatsächlich von einer Mischung aus wirklich allen Proteinen. Den großen, den mittleren, den kleinen am allermeisten. Das heißt, wenn ihr wisst, wie eure Haarporosität ist, wisst ihr, welche Proteine euren Haaren gut tun. Welche Proteingrößen vor allem euren Haaren gut tun. Nach dem Trocknungstest oder eigentlich eher währenddessen sogar, glaube ich, würde ich sagen, würde ich gleich anfangen mit dem Wasserglastest. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin kein besonders großer Freund von diesem Test, aber der Vollständigkeit halber soll er auch hier seinen Platz bekommen. Es ist ganz simpel, ihr nehmt ein sauberes, produktfreies Haar, also sprich eins dieser Haare, das ihr bestimmt jetzt sowieso aus der Badewanne oder Dusche oder wo auch immer gefischt habt, und tunkt das in ein Wasserglas oder in eine Wasserschüssel in meinem Fall, damit man es jetzt besser sehen kann auch. Ihr müsst einmal wirklich eintunken. Das komplette Haar muss einmal unterhalb dieser Oberflächenspannung sein, denn ansonsten bleiben die Haare einfach oben hängen und der Test funktioniert noch weniger, als er ohnehin schon eigentlich nicht funktioniert. Aber gut, also ihr tunkt es einmal unter die Oberflächenspannung und dann wartet ihr 3 bis 5 Minuten. Dann könnt ihr das Ergebnis ablesen. Wenn euer Haar dicht unter der Oberfläche schwimmt, ist es low pore, niedrig porös. Hängt es irgendwo in der Mitte, ist es medium porös und, wenig überraschend, tada, hängt es unten, ist es hochporös. Zur Porosität habe ich ja schon vorher gesagt, warum die wichtig ist. Ich werde euch jetzt hier auch nochmal ein Video verlinken, in dem habe ich nochmal das alles wirklich wesentlich genauer erklärt. Könnt ihr auch gerne auch nochmal kurz angucken. Das hier ist jetzt wirklich nur so einmal schnell über das ganze Thema drüber gerattert im Endeffekt. Ja, ihr habt hier dann euer Ergebnis, das notiert ihr euch bitte auch wieder. Nach dem Wasserglastest könnt ihr mit dem Reistest beginnen. Den Reistest macht ihr wieder mit einem sauberen, produktfreien Haar und zieht dieses Haar in die Länge. Der Name sagt es ja eh schon, Reistest. Hier bei mir seht ihr jetzt, dass meine Haare wirklich ganz deutlich Feuchtigkeit brauchen. Also meine Haare reißen sehr schnell. Wenn sich das Haar aber um ungefähr 30% dehnen lässt und dann auch wieder schön in den Ursprungszustand zurückgeht, dann ist dieses Haar ausgeglichen. Das heißt, die Protein-Feuchtigkeitsbalance, die du bisher hattest, ist gut, du solltest die so beibehalten. Ich weiß, das hilft einem nicht so wirklich viel, wenn man einfach nicht so genau weiß, was man vorher eigentlich gemacht hat und was man da alles benutzt hat und so weiter. Aber nicht verzagen, wenn du deine Haareigenschaften kennst, wirst du wissen, was du brauchst und kannst dich daran gut entlanghangeln. Ja, wenn das Haar sich sehr lange ziehen lässt, wie ein Kaugummi und dann auch nicht mehr zurückgeht in die Ursprungsposition, dann heißt es deinem Haar fehlen Proteine. Dann würde ich wirklich auf jeden Fall bei der nächsten Wäsche Proteine zuführen. Wichtig ist es zu wissen über diesen Reistest. Der Reistest ist weniger eine allgemeine Haareigenschaft, so wie zum Beispiel deine Haardicke. Das verändert sich einfach nicht so oft, nicht so schnell. Sondern die Elastizität ist eher wirklich ein Status quo. Der sagt dir, wie jetzt gerade eben die Protein- und Feuchtigkeitsbalance deiner Haare ist. Das heißt, der Reistest sagt dir, ob jetzt im Moment deine Haare Feuchtigkeit brauchen. Denn es kann sein, dass deine Haare mega Protein-Junkies sind und du Proteine zuführen musst ohne Ende. Aber vielleicht brauchen deine Haare jetzt im Moment Feuchtigkeit. Dann wird der Reistest dir anzeigen, dass er Feuchtigkeit braucht. Wenn eure Haare jetzt wirklich getrocknet sind, dann wird es Zeit für den Test der Haardicke. Und ich meine hier wirklich Dicke, nicht Dichte, also die Dicke eines einzelnen Haares meine ich hier. Wenn ihr das nochmal genauer ausführlicher wissen wollt, verlinke ich euch jetzt hier auch nochmal das Video dazu. Ich habe schon mal ein Video über den Test und überhaupt über die Haardicke gemacht, da wird das alles nochmal genauer und ausführlicher erklärt. Aber jetzt hier in aller Kürze, die Haardicke ist wichtig, weil ihr dadurch wisst, wie viele Proteine euer Haar braucht. Die Porosität sagt euch, welche Proteine für euer Haar gut sind. Die Haardicke ist aus meiner Erfahrung raus wesentlich wichtiger für die Proteinmenge. Die Porosität ist auch für die Menge verantwortlich oder wichtig, aber aus meiner Erfahrung raus ist es wirklich die Haardicke, die bei der Proteinmenge kriegsentscheidend ist. Habt ihr dicke Haare, braucht ihr sehr wahrscheinlich wenig Protein und habt ihr dünne Haare, braucht ihr sehr wahrscheinlich sehr viel Protein. Seid ihr so in der Mitte? Ist euer Proteinbedarf so in der Mitte?
Und wie findet ihr das jetzt raus? Es ist ganz einfach. Ihr nehmt ein Haar, schließt eure Augen und zwirbelt dieses Haar so zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Wenn ihr euer Haar fast nicht fühlen könnt, ist es wahrscheinlich dünn. Wenn ihr euer Haar sehr, sehr deutlich fühlen könnt, ist es dick. Und wenn es so ein bisschen zu fühlen ist, ja, dann habt ihr eine mittlere Dicke. Schreibt euch euer Ergebnis auf jeden Fall auf, denn die Haardicke ist nicht nur wichtig für den Proteinbedarf, sondern sie ist auch dann gut zu wissen, wenn es darum geht, ob ihr euch eher für schwerere Produkte entscheiden solltet oder eher für leichtere Produkte. Denn habt ihr sehr dicke Haare, könnt ihr durchaus mal zu schwereren Produkten greifen. Habt ihr sehr dünne Haare, ist es besser, eher leichte Produkte zu benutzen. Nach der Haardichte, okay, ich kriege das hin. Nach der Haardicke testen wir die Haardichte. Yes, ich habe es geschafft. Super. Die Haardichte testen wir ganz einfach. Wir ziehen einmal einen Scheitel an der Stelle, an der der Scheitel normalerweise nicht liegt. Das ist wichtig. Dann kann man am Scheitel schon mal gucken, wie viel Kopfhaut ist denn da zu sehen. Kurz gesagt, sieht man viel von der Kopfhaut, hat man eine geringe Dichte. Sieht man wenig bis gar nichts von der Kopfhaut, hat man eine sehr hohe Dichte und ist es so in der Mitte, ist man wieder ungefähr in der Mitte. Dasselbe kann man noch mit seinem Ansatz machen und einfach auch am Ansatz nochmal gucken, wie sehr scheint denn da die Kopfhaut durch. Die Haardichte gibt einen Aufschluss darüber, ob man vielleicht besser volumengebende Styling-Techniken benutzen sollte, wenn man eben zum Beispiel eine sehr geringe Dichte hat, oder ob es beim Styling vielleicht sogar eher um Definition geht und eher was Volumenreduzierendes, wenn man eine sehr hohe Dichte hat. By the way, bitte begrüßt Carla. Ich habe mein erstes graues Haar auf dem Kopf entdeckt. Also ich habe ja schon ewig drauf gewartet und habe mir jetzt echt gedacht, na, vielleicht kommt da so eine schöne silbrige Strähne jetzt bei mir irgendwann mal raus. Aber irgendwie ist nichts gekommen. Das Einzige, was grau geworden ist, ist mein Damenbart. Das war nicht so fein, aber jetzt ist Carla da, das heißt, jetzt weiß ich, auch auf dem Kopf kriege ich jetzt hoffentlich bald so eine schöne, silbrige Strähne mit rein. Wir werden es sehen. Ich verlinke euch jetzt hier auch nochmal mein Video über die Haardichte. Da erfahrt ihr nochmal deutlich mehr an Infos über die Haardichte, auch über den Test und so weiter. Ich rate jetzt, wie gesagt, hier so ein bisschen schnell drüber. Es soll ja hier einfach mal so ein Überblick sein. Als nächstes schauen wir uns den Lockentyp an. Ich habe auch hier wieder ein Video, das verlinke ich dir hier. Da ist wirklich nochmal wesentlich mehr Info zu den ganzen verschiedenen Lockentypen und so weiter drin. Ich mache es jetzt hier relativ kurz und knapp, denn ich kann das auch sehr schnell abhandeln. Wenn ich mir meinen Ansatz angucke, ist der platt wie eine Flunder. Also bin ich definitiv im welligen Bereich. Ich habe Wellen, ich habe definitiv keine Locken. Die Unterscheidung ist ganz einfach. Wenn man sich den Ansatz anschaut und sich die Locke wirklich vom Ansatz an lockt, ist es eine Locke. Ist der Ansatz noch glatt und es ist egal, ob das so ein Stück Ansatz ist oder Ansatz bis hier runter, dann ist es einfach eine Welle. Warum das wichtig ist zu wissen, ist ganz einfach. Es gibt einen Wiederaufschluss darüber, welche Styling-Produkte man am besten benutzen kann. Ob man eher zu leichteren Produkten greift oder tatsächlich eher zu schwereren Produkten. Als letzten Test, dann haben wir es auch wirklich geschafft, mache ich noch den Trocknungstest. Ich zeige ihn euch. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder so eine Flairosol-Flasche zu Hause hat. Ich verlinke euch unten in den Kommentaren eine, wenn ihr euch eine holen wollt. Ich finde die überhaupt für die Haare immer super, mega praktisch. Und ich persönlich finde die auch wesentlich besser als so ein Blumensprüher, den ja auch andere wirklich oft benutzen, weil der Feuchtigkeitsstrahl viel, viel, viel feiner ist. Das ist wirklich mehr Nebel und kein Strahl. Also der Test funktioniert so. Ihr nehmt euch eine Flasche, eine Sprühflasche, am besten eben wirklich eine Flairosol-Flasche, weil ansonsten der Sprühstrahl schon wieder sehr stark und sehr heftig ist. Und sprüht einfach nur eure trockenen Haare an und beobachtet. Aufgrund der Oberflächenspannung wird das Wasser immer kurz auf den Haaren aufsitzen. Aber wenn es nach kurzer Zeit ins Haar einzieht und das Haar nass wird, sind eure Haare wahrscheinlich hochporös. Wenn das Wasser sehr lange quasi auf den Haaren sitzt und die Haare quasi gar nicht nass werden davon, sind eure Haare wahrscheinlich low-pore natürlich, niedrigporös. Und wenn das Wasser eine Zeit lang auf den Haaren sitzt, aber dann doch auch irgendwann mal einzieht, so mit der Zeit, also so quasi in der Mitte ist, sind eure Haare mediumporös.
Ich habe auch ein Video über die Haarporositäten und Tests und so weiter gemacht. Das verlinke ich euch jetzt nochmal hier. Da bekommt ihr einfach auch nochmal mehr Info über das ganze Thema. Was ich vorher völlig vergessen habe, ist, die Tests sind dazu da, dass du deine Haare kennenlernst. Das heißt aber nicht nur, dass das über die Tests laufen kann. Nee, du sollst sogar bitte einfach auch deine Haare mal anfassen. Also gerade nach dem Final Wash, wenn sie trocken sind. Fass rein, fühl sie an. Wie fühlen sich die an? Fühlen sich die trocken an? Fühlen sich die strohig an? Sind die vielleicht geschmeidig? Guck sie auch mal an. Ist da ein bisschen Glanz zu sehen oder sind sie komplett stumpf und strohig? Wie fühlen sich die Spitzen an? Sind die vielleicht sogar ein bisschen pieksig? Fühlen sich die Haare vielleicht eher steif an? Also lern deine Haare kennen, erfühle, wie sie sind und was sie brauchen. Ich würde dir wirklich empfehlen, dass du alles mitschreibst an den Ergebnissen. Dann hast du nämlich irgendwann sowas hier. Das sind meine Ergebnisse und die gehe ich jetzt noch mit dir durch. Der Trocknungstest, der die Porosität bestimmt, hat bei mir ergeben, dass meine Haare 1 Stunde und 51 Minuten gebraucht haben, um zu trocknen. Was darauf hindeutet, dass meine Haare mediumporös sind. Der Wasserglastest. Ich habe ihn in Klammern gesetzt. Ich habe meine Meinung schon kundgetan dazu. Aber okay, der Wasserglastest hat ergeben, dass meine Haare eigentlich fast komplett alle unter der Oberfläche geschwommen sind. Kleine Teile davon sind so ein bisschen abgesunken. Das deutet darauf hin, dass meine Haare low-pore sind, niedrigporös. Der Reißtest, der die Elastizität zeigt, hat gezeigt, dass mein Haar sehr schnell reißt, was darauf hindeutet, dass es Feuchtigkeit braucht. Das ist der Status quo. Jetzt im Moment fehlt meinem Haar Feuchtigkeit. Hätte ich das Haar ewig lang ziehen können wie ein Kaugummi, hätten ihm eher Proteine gefehlt. Der Haardicke-Test war so, dass ich mein Haar schon ein bisschen fühlen kann. Ich fühle es nicht wirklich stark, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe da quasi kein Haar zwischen den Fingern. Also ich kann es einfach so ein bisschen fühlen. Das heißt, ich würde sagen, meine Haardicke ist jetzt auch ungefähr in der Mitte. Bei der Haardichte ist es so, dass meine Haare, meine Kopfhaut zu sehen war, aber jetzt auch nicht extrem stark. Aber auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich sehe hier irgendwie fast gar nichts von meiner Kopfhaut. Also die Haardichte liegt genauso wie die Haardicke irgendwo in der Mitte. Beim Lockentyp, denke ich, ist es super sonnenklar. Mein Ansatz ist glatt. Ich habe also Wellen. Und beim letzten Test, beim Regentest, der auch wiederum die Porosität bestimmt, war es so, dass zuerst aufgrund der Oberflächenspannung natürlich die Tropfen aufliegen. Aber dann, ich würde sagen, so nach 2 Minuten, 3 Minuten, ich habe leider die Zeit nicht gestoppt, ist das Wasser auch wirklich eingezogen in die Haare. Auch das spricht für mittlere Porosität. Vom Aussehen haben meine Haare einfach ausgesehen, also nicht nur ausgesehen, sondern sich auch so angefühlt. Die waren strohig ein bisschen, die Spitzen vor allem fühlen sich richtig pieksig an, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Die fühlen sich trocken an und haben auch eher wenig Glanz. Auch das spricht dafür, dass meine Haare definitiv nicht low-pore sind, sondern eher medium-porös oder vielleicht sogar noch höher, denn je stumpfer die Haare sind, desto höher ist wahrscheinlich die Porosität. Und das führt mich dazu, dass ich jetzt meine neuen Haareigenschaften kenne. Denn es ist tatsächlich so, dass ich schon länger das Gefühl hatte, dass die Produkte, die ich bisher immer benutzt habe, auf einmal nicht mehr so gut funktioniert haben. Dass Dinge, die ich früher gemacht habe, auf einmal nicht mehr so funktioniert haben wie früher. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es Sinn macht, mal wieder seine Haareigenschaften zu überprüfen, ob sich da nicht irgendwas geändert hat. Denn tatsächlich, Haareigenschaften verändern sich über die Zeit. Und das heißt, meine neuen Haareigenschaften sehen so aus. Ich muss mitlesen, ich habe mediumporöse Haare, mittlere Dicke, mittlere Dichte, mein Lockentyp, gut, der hat sich jetzt nicht verändert, Wellen und von der Elastizität her reißen meine Haare schnell, das heißt jetzt im Moment fehlt ihnen Feuchtigkeit. Nachdem ich die Testergebnisse jetzt alle hatte, habe ich meine Tests nach den Testergebnissen gepflegt. Was konkret bedeutet, ich habe mir eine Feuchtigkeitskur geschnappt, denn meine Haare sind ja durch den Final Wash schon ausgetrocknet. Und der Reißtest sagt ja noch zusätzlich, dass sie gerade eben Feuchtigkeit brauchen.
Gleichzeitig habe ich aber auch darauf geachtet, dass ich Proteine zuführe. Denn der Reistest sagt, jetzt gerade eben brauchen meine Haare mehr Feuchtigkeit. Aber meine Haareigenschaften sagen gleichzeitig auch, dass meine Haare schon immer ein paar Proteine vertragen können. Also habe ich darauf geachtet, nicht nur Feuchtigkeit zuzuführen, sondern habe auch darauf geachtet, ein paar Proteine mit einzubauen. Ich habe mir eine Feuchtigkeitskur geschnappt. Es war die aus der letzten Lockenbox von Flora & Curl. Entweder schreibe ich es euch hier rein, ich mache es euch auf jeden Fall auch in die Infobox mit rein, dass ihr wisst, welche das waren. Und habe mir die in die Haare gegeben, denn der Reistest sagt ja, meine Haare brauchen auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Sie sind ja relativ schnell gerissen, meine Haare. Gleichzeitig habe ich auch meine Haare mit dem Final Wash ausgetrocknet. Also Feuchtigkeit immer gut. Ja, ich habe meine Feuchtigkeitskur jetzt aber, weil ich ja aufgrund meiner Haareigenschaften weiß, meine Haare vertragen durchaus auch jetzt ein paar Proteine, habe mich dafür entschieden, die Flora & Curl Maske mit einer von Jay zu kombinieren, dass ich quasi 2 Masken gleichzeitig auftrage, um ein paar Proteine mit reinzukriegen. In dieser Maske ist Weizenprotein mit drin. Ich habe leider gerade den Namen nicht parat, aber ich schreibe es euch hier hin und ich werde es euch auch in der Infobox mit verlinken. Dann wisst ihr auf jeden Fall, welche Produkte das waren. Ja, ich habe die beiden einfach miteinander kombiniert, beide zusammen aufgetragen, habe sie dann in eine Badekappe gesteckt und habe das erstmal einwirken lassen für ungefähr 20 Minuten. Danach habe ich meine Haare entwirrt. Das geht ganz wunderbar mit dieser Flora & Curl Kur, die finde ich mega dafür. Und habe alles wieder ganz gut ausgewaschen. Und ab jetzt ist alles, was ich jetzt weiter gemacht habe, quasi optional. Ihr könnt jetzt einfach alles so lassen, wie es ist und eure Haare Luft trocknen lassen, dann seid ihr quasi am Ende. Ihr könnt aber auch ein Leave-In auftragen, zum Beispiel mit Praying Hands. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das echte Leinsamengel aufzutragen. Aber ich sage euch, ja, ich gebe es zu, ich bin echt ein Faulbär. Es ist so. Ich liebe dieses Gel alleine deswegen, weil ich mir mein Leinsamengel nicht mehr machen muss. Und das, obwohl es so schnell geht. Ich gebe es zu, ich bin echt faul. Ich werde mich auch jetzt wieder in die Küche stellen und werde es wieder selber machen. Aber es ist so praktisch, wenn das hier da steht und man muss es nur nehmen und ein paar Pumper raustun. Ja, okay. Also, ich habe mich dafür entschieden, das echte Leinsamengel zu benutzen, denn in der Kur war Weizenprotein mit drin. Im echten Leinsamengel ist Seidenprotein mit drin. Das ist ziemlich klein. Das heißt, das müsste auch für meine Haare echt perfekt sein. Auch das Leinsamengel verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox, wenn es euch interessiert. Ich habe es mit Praying Hands aufgetragen und habe danach meine Haare gesquisht. Kleiner Tipp von mir, squisht um euer Leben, wirklich. Also ich habe früher eher nicht so viel gesquisht, bis ich das irgendwann für mich entdeckt habe und gemerkt habe, je mehr ich da wirklich Zeit investiere, desto gleichmäßiger und schöner wird bei mir einfach auch das Ergebnis. Ich habe dann meine Haare mit einem T-Shirt geploppt für ungefähr so ich glaube 15 Minuten, Pi mal Daumen. Als nächstes Video, ich schätze in ungefähr 1 bis 2 Wochen, kommt ein Video raus übers Ploppen, also über so 3 verschiedene mögliche Standardtechniken, wie ihr ploppen könnt. Sobald es da ist, verlinke ich das hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch, dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist einen Turban, so einen Handtuchturban oder sowas zu benutzen, denn wenn ihr jetzt da eure Haare wieder eindreht, stört es die Lockenbildung. Nach dem Ploppen habe ich meine Haare einfach vorsichtig da wieder rausgewickelt und auch jetzt hat man wieder die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Du kannst deine Haare einfach Luft trocknen lassen oder du kannst sie diffusen. Wenn du noch keinen Diffuseraufsatz hast, ist es kein Drama. Du kannst tatsächlich auch deine Haare einfach mal mit einem Sieb diffusen. Das geht tatsächlich überraschend gut. Es gibt auch so Universal-Diffuseraufsätze. Ich verlinke einen in der Infobox. Wenn die Haare dann wirklich komplett trocken sind, dann wird es Zeit, den Cast zu entfernen. Ich verlinke jetzt hier auch gleich noch das Video über die 3 verschiedenen Arten, wie man denn den Cast entfernen kann. Dann muss ich mir jetzt hier den Mund nicht fusselig reden. Ich habe ihn hauptsächlich ausgeklatscht. Ja, und dann ist der Final Wash jetzt auch wirklich komplett erledigt. Der Final Wash ist erledigt und ihr wisst eure Haarergebnisse. Ich werde jetzt meine Haare einfach weiter entsprechend meiner Haareigenschaften pflegen und gucken, was jetzt passiert. Und auch du hast jetzt eigentlich alles an der Hand, um deine Haareigenschaften rausfinden zu können und auch dann deinen Haaren die Pflege zukommen zu lassen, die sie wirklich brauchen.
Wenn noch irgendwas unklar ist oder du irgendwo stecken bleibst oder sonst was ist, schreib es mir einfach in die Kommentare, dann helfe ich da gerne nochmal weiter. Ansonsten würde ich mich jetzt wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und auch am besten gleich die Glocke aktivierst, dass du informiert wirst, wenn wieder ein neues Video online kommt. Das war es jetzt erstmal von mir. Mach's gut. Tschüss!